Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson SV12. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson SV12 komische Geräusche macht und nicht mehr richtig saugt, kann das auf einen defekten Motor hindeuten. Dies passiert oft, wenn sich Schmutz oder Staub im Motor ansammelt oder Teile verschleißen. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu weiteren Schäden kommen, die die Reparatur teurer machen. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Torx-Schraubendreher, ein weiches Tuch, um Kratzer zu vermeiden, und eventuell einen neuen Motor für deinen Dyson SV12. Beginne damit, den Dyson SV12 von der Stromquelle zu trennen. Achte darauf, dass du in einem gut beleuchteten Bereich arbeitest. Entferne zuerst die Staubbehälterabdeckung, indem du die entsprechenden Schrauben löst. Achte darauf, die Schrauben gut zu sichern, damit du sie nicht verlierst. Wenn du die Abdeckung entfernt hast, siehst du bereits den Motor. Um den Motor zu lokalisieren, musst du die Kabelverbindungen vorsichtig lösen. Denke daran, die Kabel zu kennzeichnen, damit du sie später wieder richtig anschließen kannst. Jetzt ist es an der Zeit, den Motor herauszuziehen. Achte dabei darauf, nicht zu viel Kraft anzuwenden, um benachbarte Teile nicht zu beschädigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du den alten Motor entfernt hast, setze den neuen Motor an die gleiche Stelle ein und stelle sicher, dass alles richtig sitzt. Schließe die Kabel wieder an und achte darauf, dass sie fest sitzen. Setze nun die Staubbehälterabdeckung wieder auf und schraube sie fest. Prüfe zum Schluss, ob der Dyson SV12 ordnungsgemäß funktioniert, indem du ihn kurz einschaltest. Wenn alles gut funktioniert, hast du die Reparatur erfolgreich abgeschlossen. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, halte deinen Dyson regelmäßig sauber und überprüfe die Filter. Eine regelmäßige Wartung kann helfen, die Lebensdauer deines Gerätes zu verlängern. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.